Einen schönen guten Tag hier aus meiner Garage. Das Projekt C63 geht endlich los. Heute zwar nur mit einer kleinen, jedoch sehr, sehr aufwendigen Sache. Und man sollte gar nicht meinen, wie aufwendig das ist. Habe ich erstmal auch so nicht gedacht. Und zwar geht es um die Türprojektoren. Und zwar möchte ich bei meinem C63 wie bei meinem Audi RS3, wenn man die Tür aufmacht, dass das Emblem unten auf den Boden projiziert wird. Mein Wagen hat allerdings serienmäßig kein Lichtpaket. Das heißt, es ist auch, ich kann euch das gerade mal zeigen, in der Tür nicht mal eine... Ja, doch, eine Leuchte ist vorhanden, aber es ist zwar eine Leuchte hier vorhanden, und zwar ist das dieses kleine Dingen hier. Das kann man ganz easy abmachen mit irgendwas. Ich habe jetzt einfach mal hier so eine alte Kennzeichenhalterung genommen, mit irgendwas, was da drunter geht. Das ist das gute Stück. Und zwar ist das eine Leuchte. Das ist nicht nur ein Reflektor, die hat auch hier, wie man sehen kann, einen Anschluss. Aber ich habe hier drin leider keinerlei Kabelverlegung. Ich hatte mir dann zwar schon hier solche Türprojektoren gekauft, die findet man überall, Amazon, eBay, man muss nur nach seinem Modell suchen. Hier sieht man das, hier ist so ein Projektor mit bei. Allerdings bringt mir das herzlich wenig, wenn ich keinen Kabelanschluss dafür habe. Das ist oft der Fall bei Fahrzeugen, wo man optional auch hätte eine Art Lichtpaket bestellen können, weil die Türen und so weiter, die werden ja alle gleich gebaut. Das heißt, ob du jetzt ein Lichtpaket mitbestellst oder nicht, die Aussparung dafür ist meistens immer vorhanden. So, und wenn man Glück hat, ist vielleicht auch schon eine Kabelverlegung vorhanden. Das ist je nach Modell unterschiedlich. Also es geht jetzt hier in diesem Video nicht nur rein um meinen Mercedes, sondern generell um eigentlich fast alle Fahrzeuge. Also wenn ihr diese Aussparung dafür habt, entweder ihr habt Glück und es ist schon eine Kabelverlegung vorhanden, macht halt nur keinen Sinn, wenn man das Lichtpaket nicht mit bestellt hat, dann wird auch meistens keine Kabelverlegung vorhanden sein. Ist aber in der Regel kein Problem, kann man nachrüsten. Nur da ich mich mit Elektronik und so weiter und Ausbau hier im Fahrzeug selber nicht auskenne, lasse ich das lieber die Profis machen. Und deswegen fahre ich jetzt zu meinem Mercedes-Händler, Mercedes Neuhaus in Olpe. Die wissen nämlich schon Bescheid, die haben nämlich schon die passenden Kabel bestellt. Und ich werde euch jetzt aber alles mal zeigen, Schritt für Schritt, was jetzt da passieren wird. Heute ist der Herr Esau an meinem Fahrzeug hier dran und Sie nehmen jetzt die ganze Tür hier wahrscheinlich erstmal auseinander, ne? Die komplette Türverkleidung bauen wir ab. Okay. Um an den Kabelstrang der Türverkleidung. Es ist doch so aufwendig, jetzt die ganze Verkleidung abnehmen zu müssen. Ja gut, dann würde ich sagen, legen Sie direkt mal los. Das ist dann halt schon wieder was, wo ich mich selber jetzt nicht dran trauen würde. Deswegen lasse ich es jetzt wirklich hier bei Mercedes Neuhaus machen, weil die Profis wissen, wie es geht. Ist das alles theoretisch nur geklipst? Die meisten Sachen sind geklipst, aber die Türverkleidung ist auch teilweise geschraubt. Meistens hinter dem Griff. Mit 2 Schrauben kannst du mal eine Türverkleidung ziehen. Da ist die Abdeckung schon raus. Das war jetzt die Abdeckung von der Box. Ja. Da ist es schon ab. Genau. Da sitzt der Kabelstrang. Der geht jetzt nur zum Schalter und zum Fensterheberschalter. Ja. Und den ersetzen wir jetzt bis zur Leuchte. Und wo würde der dann angeklipst werden? Hier eine Verkleidung. Ja. Ne? Dann wird er einmal komplett verlegt hier bis zu der Leuchte. Wo sitzt denn das Steuergerät jetzt das dafür? Das Steuergerät sitzt hier am Türgarten. Ah, okay. Das ist das Steuergerät jetzt für die komplette Elektronik in der Tür. Elektronik von der ganzen Tür. Ja. Lautsprecher und Fensterheber. Das heißt, wenn man das jetzt zu Hause machen würde, müsste man jetzt auch so die ganzen Schaltkreise und so weiter kennen, dass man das jetzt auch nicht irgendwie da falsch anschließt, richtig? Ja, genau. Okay. Muss auch neu kodiert werden dann. Ah, kodiert muss auch noch werden. Auch freigegeben wird vom Steuergerät. Ah ja, und ich glaube, spätestens da ist es dann beim Laien zu Hause vorbei, richtig? Den verbauen wir jetzt. Das ist jetzt der Kabelstrang, den ihr neu bestellt habt extra dafür? Genau, der ist jetzt mit der, also Anschluss für die Leuchte.
Also ich dachte tatsächlich, das wäre ganz easy, wirklich mal eben die Leuchte da auszutauschen. Aber wie man sieht, muss hier alles auseinandergenommen werden für so eine kleine LED-Leuchte am Ende und kodiert werden sogar noch. Was könnte man an dem neuen Kabelstrang denn jetzt noch alles anschließen? Also wahrscheinlich irgendwie noch so Innenbeleuchtung in der Tür und solche Geschichten, ne? Der ist auch noch freigegeben für die Griffbeleuchtung, aber die Türverkleidung hat den Lichtwellenleiter nicht verbaut. Dafür müsste man eine komplette Türverkleidung austauschen. Okay, nee, das muss jetzt nicht unbedingt sein. Ja. So viel wollen wir dann am Ende doch nicht machen. Ich finde das ja auch toll, dass hier Frauen bei euch in der Werkstatt arbeiten. Michelle, du machst hier deine Ausbildung, richtig? Ja. Als Kfz-Mechatronikerin. Mechatronikerin. Wie bist du darauf gekommen? Es ist einfach geil, an so Sachen zu schrauben. Also ich wüsste nicht, wie ich das anders formulieren sollte. Das war ja jetzt echt schnell. Zumindest bis jetzt. Was kodiert man jetzt da, dass das quasi ausgeht, wenn man die Tür dann zumacht? Oder? Nein, dass dieses Fahrzeug die Beleuchtung verbaut hat, was sie vorher nicht hatte. Ah, sonst würde das auch trotzdem nicht leuchten, wenn, wenn man es nicht kodieren würde. Ja. Okay. Wenn das Steuergerät dann nicht weiß, ob die Leuchte verbaut ist oder nicht. Ah, so. Mit der Kodierung sagen wir dem Steuergerät, dass die Leuchte verbaut ist und dann steuert er die. Wie lange dauert die Kodierung so ungefähr? Ja, das kommt oft darauf an, also eine halbe Stunde. Ah, okay. So, jetzt wird die Kodierung noch durchgeführt, damit der Wagen gleich das Licht erkennt, damit es dann auch gleich leuchtet. So, der Moment der Wahrheit, weil es hier noch so hell ist, haben wir jetzt extra hier mal so eine weiße Unterlage hingelegt. Yay! Es leuchtet. Sehr cool. Perfekt, ja. Ich merke gerade, dass das jetzt vielleicht noch nicht so die finalen Leuchten sind. Da werde ich noch mal welche nachbestellen, weil wie man sieht, verschwimmt das Logo hier so ziemlich gut. Das waren jetzt so Billigleuchten auf eBay. Ich glaube, die haben jetzt 20, 30 Euro gekostet. Aber immerhin funktioniert und das Austauschen zu Hause ist ja dann gar nicht mehr so schwer, weil ich muss ja dann nur noch dieses Ding hier rausklipsen und einfach das Neue wieder reinklipsen dann. Ja, dann vielen, vielen Dank schon mal an euch beide. Sehr gerne. Und an Mercedes Neuhaus, dass ihr mir das hier gemacht habt. Und wenn ihr sowas bei eurem Fahrzeug auch mal vorhabt, dann fahrt auf jeden Fall zum Profi, weil, wie gesagt, sobald es ans Kodieren geht und so weiter, da ist der Laie dann, so wie ich, dann schon raus. Aber ihr seht, es funktioniert einwandfrei und ich bin happy. So, wieder zurück in meiner Garage und ich zeige euch gerade mal den Vergleich von der Türbeleuchtung vom Audi RS3 zum C63. Das ist der Grund, warum ich jetzt gesagt habe, ich werde da definitiv nochmal andere Leuchten für holen. Hier seht ihr einmal die serienmäßige Beleuchtung von Audi, die halt wirklich richtig schön klar und deutlich sichtbar ist, sogar auf dem Performance Floor hier, schön weiß am Leuchten. Und daneben sieht man schon wesentlich bläulicher das AMG-Logo, welches halt wirklich hier dann auch schon sehr schwer zu erkennen ist, sobald ein bisschen Licht hier in der Garage an ist. Also das ist doch schon wesentlich deutlicher zu erkennen. Deswegen gucke ich mal, vielleicht habt ihr ja Tipps. Wenn ihr bei euch irgendwo richtig gute eingebaut habt, dann postet mir doch mal gerne da die Links dazu in die Kommentare. Ja, im Dunkeln sieht das auf jeden Fall wesentlich besser aus. Und wer jetzt auch bei seinem Fahrzeug das Logo projiziert haben möchte, da müsst ihr nicht unbedingt zwingend notwendig immer dieses Prozedere durchmachen, was ich jetzt hier mit dem Fahrzeug gemacht habe. Denn es gibt mehrere Möglichkeiten. Die einfachste Möglichkeit, das ist halt dementsprechend abhängig, was für ein Fahrzeug ihr habt, ist, dass ihr eventuell hier schon eine Leuchte verbaut habt, ohne Projektor dann. Oder zumindest die Verkabelungen schon vorhanden sind. Das könnt ihr ganz einfach prüfen, indem ihr, wenn ihr hier eine Leuchte verbaut habt, hier war ja auch eine Leuchte verbaut, nur die war halt nicht angeschlossen, die einfach mal abzuklipsen, reinzufühlen, ist ein Kabel vorhanden, ja oder nein. Wenn ja, ist es wirklich die einfachste Variante. Dann braucht ihr nur auf eBay oder Amazon oder wo auch immer eine Projektorleuchte passend für euer Fahrzeug zu bestellen, anzuklipsen an das Kabel, fertig. Eventuell noch, je nachdem, ob hier vorher eine leuchtende Leuchte drin war oder nicht, das vielleicht noch kodieren lassen dann. Ja, Möglichkeit Nummer 2 ist dann eben die etwas aufwendigere Möglichkeit, wie bei mir hier. Eine Leuchte war verbaut, die aber nicht verkabelt war. Also Türverkleidung abnehmen, neue Kabel bestellen,
Kabel verlegen, ans Steuergerät anschließen und kodieren lassen. Dass ich als Laie habe das dann eben beim Händler machen lassen, ist natürlich etwas kostenaufwendiger. Vielleicht habt ihr es drauf und ihr könnt das selbst zu Hause, dann echt super, weil da spart ihr euch auf jeden Fall ein paar Euro. Oder zumindest kriegt ihr schon so alles so weit hin bis zum Kodieren, dass ihr das vielleicht nur noch kodieren lassen müsst. Auch das ist dann natürlich nochmal wesentlich günstiger. Die letzte Möglichkeit wäre dann die Möglichkeit, dass es nicht ginge. Und das wäre dann so, dass man hier gar keine Aussparung hätte und auch keine Leuchte verbaut hätte, gar nichts. Das wäre dann einfach zu kostenaufwendig, weil da bräuchtet ihr eine komplett neue Verkleidung, damit hier eine Aussparung ist und so weiter. Also da sollte man drüber nachdenken, ob die Kosten da nicht den Rahmen sprengen für, ich sag mal, diese Kleinigkeit, die man dann am Fahrzeug verändern möchte. Aber trotzdem, ich bin zufrieden, dass das Ganze so geklappt hat und doch noch relativ schnell ging. Ich hoffe, das Video war ein bisschen hilfreich und das ist übrigens das letzte Mal, dass ihr den Wagen in Weiß zu sehen bekommt. Denn in meinem nächsten Video wird der Wagen schon zum Folierer gehen und foliert werden in der Farbe, die ihr ausgesucht habt. Also vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, um das nicht zu verpassen. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Ciao!